Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Es ist Tag 136, seitdem ich den afrikanischen Kontinent betreten habe und ich komme langsam aber sicher voran. Aktuell bin ich in Namibia und fahre in die älteste Wüste der Welt, die Namib-Wüste. Eine atemberaubend schöne Landschaft mit riesigen Sanddünen, soweit das Auge reicht. Boah, fuck, ist das anstrengend, hier hoch zu laufen. Das ist echt übel. Ich war schon lange nicht mehr so fertig. Gut, ich meine, heute Morgen habe ich noch die andere Wanderung gemacht. Aber hey, auf eine Sanddüne zu kraxeln, man geht einen Schritt hoch, kommt wieder zwei gefühlt runter. Es ist einfach nur anstrengend. Aber diese Aussicht lohnt allemal. Boah. Boah, ich bin oben. Was für eine geile Aussicht, hey. Oh, dieser Moment erinnert mich gerade an den Moment, den ich zusammen mit meinem Cousin erlebt habe, als ich mit ihm zusammen ein Jahr Work and Travel gemacht habe nach dem Abi und wir dann in Amerika unten waren. Wir sind aus Las Vegas rausgefahren und ich weiß gar nicht mehr, wie die Sanddünen hießen oder dieser Park, der da war. Auf jeden Fall hatten wir auf unserem Dach immer ein Kajak drauf, so ein Tandem-Kajak. Und mein Cousin hat noch gemeint, hey, die Düne sieht doch geil aus, lass doch da hinlaufen, das Kajak mittragen und wir fahren da runter. Und das war eine komplette Tagesmission. Wir haben das Kajak einfach zu zweit durch die Wüste getragen, auf die Sanddüne hochgestapft. Das sah komplett verrückt aus und sind dann wirklich zweimal runtergefahren. Hey, das war so anstrengend, aber es war worth it. Go! Pedal, pedal, pedal. Pedal on both sides. Oh, fuck. Was ich damit sagen wollte ist, ich hätte jetzt Bock auf meinen Kajak oder Ski oder irgendwelche Boards, damit ich hier runterheizen kann. Das wäre einfach nur geil. Aber dann muss man das auch noch hochtragen. Ich glaube, da vergeht es einem relativ schnell, wenn man da ein-, zweimal runtergefahren ist. Und obwohl das so ein lebensfeindlicher Ort ist, gibt es hier tatsächlich Lebewesen. Spinnen und so kleine Viecher, die davonrennen.
Oh, vielleicht erwische ich noch eins und kann es euch zeigen. Aber ich finde es abgefahren, dass hier echt Tiere überleben können und so perfekt angepasst sind an die Umgebung. Ich gehe jetzt nachher noch darüber zum Deadly. Da ist so ein ausgetrockneter See und da stehen noch die ganzen alten abgestorbenen Bäume, die halt komplett ausgetrocknet sind. Die stehen da schon keine Ahnung wie viele 100 Jahre. Sieht ultra geil aus und dahinter ist einfach die Big Daddy Dune. Das ist, ich weiß gar nicht wie hoch die ist, aber ich glaube 350 Meter rum oder so. Ich wäre gerne noch länger hier geblieben. Die Stimmung hier abends, wenn die Sonne untergeht, ist einfach krass. Am liebsten würde ich gerne irgendwo einfach mein Zelt aufschlagen und pennen. Doch das wird hier sehr streng kontrolliert im Park und da ich keinen Platz auf dem offiziellen Campingplatz gebucht habe, muss ich jetzt richtig Gas geben. Den Klassiker Apfelstrudel mit Sahne in dem bekannten Solitär nehme ich natürlich mit. Da kommen Heimatgefühle auf, mitten am Arsch der Welt. Bevor ich Swakopmund verlasse und weiter Richtung Norden und Angola fahre, möchte ich unbedingt noch zu Sandwich Harbour fahren. Der viel fotografierte und wunderschöne Ort, an dem sich die Sanddünen der Namib-Wüste direkt mit dem Meer treffen. Hier muss man die richtige Zeit der Ebbe abwarten, um auf dem schmalen Strand bis an das Ziel zu kommen. Falls an dieser Stelle etwas mit dem Auto passiert oder ich mich ganz dumm festfahre, dann kann ich mich schon mal von meinem Auto verabschieden. Ich habe vor ein paar Tagen einen anderen Reisenden namens Konsti kennengelernt, der Bock hat, dorthin mitzugehen. Also, let's go! So, this is gonna be the challenge today. Oh yeah. This is Flo, and he's gonna be the driver today, and we're gonna go to Sandwich Harbour. Enjoy! Ready to rumble!
Was für ein verrückter Ort hier. Wir sind froh, dass alles gut geklappt hat. Auf dem Rückweg ist uns fast noch eine Robbe ins Auto gerannt, doch sie konnte gerade noch so ausweichen. Wir sind dankbar darüber, dass die Robbe noch lebt und auch das Auto nirgendwo stecken geblieben ist. Für mich heißt jetzt Abschied nehmen von Swakopmund. Ich bin jetzt aktuell wieder zurück. Letzte Nacht habe ich noch wild irgendwo draußen auf dem Strand gepennt bei der Walfish Bay und habe noch 2 Mädels kennengelernt. Die sind auch ziemlich crazy unterwegs. Hey. Die fahren komplett, sind glaube auch von Kapstadt gestartet und fahren bis nach Wien zurück, aber die Ostroute entlang. Jetzt geht es für mich weiter Richtung Cape Cross, immer gen Norden. Und ich schaffe es vielleicht heute noch bis zur Seebärenkolonie. Ach so, und ich habe noch dem Konsti vorhin das Paragliden mehr oder weniger beigebracht an der Sanddüne. Das war auch noch ziemlich cool. Er war echt wirklich in der Luft 3-mal. Beim letzten Flug wahrscheinlich sogar 15 Meter in der Luft gewesen. War für ihn auf jeden Fall auch nochmal ein Highlight. Und mir macht es immer sowieso richtig viel Spaß, das Leuten zu zeigen. Gerade in dem Moment, in dem ich keinen Internetempfang habe und noch dringend was planen muss, kommt eine Robbe daher. An seiner Flosse klebt doch tatsächlich ein WLAN-Code, der dann sogar echt funktioniert. Kein Scheiß. Danke Bro, du bist der Beste. Oh, dieser Küstenabschnitt hier ist der Inbegriff der Freiheit. Man kann ja einfach überall rumfahren. Man sieht öfter mal Angler, die dann draußen stehen und reingefahren sind von dem Weg weg. Also die Hauptstraße ist irgendwie 3 Kilometer in die Richtung, komplett auf dem Sand entlang. Und sonst ist hier nichts, also überhaupt gar nichts. Ich habe mich jetzt heute entschieden, hier zu pennen. Die Robbenkolonie, wo ich heute Morgen noch war ziemlich cool, war echt spannend, die ganzen Geräusche zu hören, die Robben machen und die ganzen Kämpfe zu beobachten und wie sie halt so miteinander umgehen und wie sie alle da stracken und einfach nur nichts machen und chillen und wie sie da so watscheln. Also ich habe jetzt schon 5 tote Robben gesehen, 1 toten Rochen, Löwenspuren habe ich gesehen. Ich habe hier dieses geile Brett gefunden, daraus werde ich irgendwas machen. Mal schauen, vielleicht ritze ich Flenkle rein oder irgendwas Cooles. Ach so, und hier ist so ein Schiffswrack, weswegen ich eigentlich hintergefahren bin. Aber ich habe jetzt spontan entschieden, einfach hier zu pennen. Ja, ich meine, nochmal das gemilderte Klima genießen, bevor es dann wieder ein bisschen weiter ins Landesinnere geht, weil hier an dem Küstenabschnitt ist immer noch so angenehm, also kühler halt. Und wie gesagt, immer der Hochnebel da, deswegen bewölkt. Man sieht die Linie quasi, wenn man hinten schaut ins Landesinnere, vielleicht 10 Kilometer, dann ist wieder strahlend blauer Himmel und safe 30 Grad oder so, also ist völlig irre. Also, es ist schon echt relativ groß, wenn man das mal vergleicht mit meiner Hand. Wir gehen direkt darüber zu dem Kadaver, den ich vorhin gefunden habe. Und hier ist der Kadaver. Einer davon. Es ist schon echt krass hier. Also es ist ein kompletter Robbenfriedhof. Also es sind hier echt überall tote Robben zu finden, überall die Überbleibsel, die Knochen.
Und hier ist das Schiffswrack. Oder was davon zumindest übrig geblieben ist. Also bis jetzt 7 tote Robben, 1 toter Rochen und viele weitere Knochen. Und diese verschiedenen Löwenspuren und auch, ich sehe noch kleinere Spuren und eine chinesische Chipspackung. Alles hier zu finden. Verrückter Ort. Ich fahre in den Skeleton Coast National Park, der seinen Namen von den vielen Knochen von Walen und anderen Tieren erhalten hat, die hier überall angespült werden. Außerdem handelt es sich um einen rund 400 Kilometer langen Küstenstreifen, der zu den lebensfeindlichsten Gebieten der Welt zählt. In dieser trostlosen Einöde findet man überall Schiffswracks. Die Küste ist bekannt für ihre starken Strömungen, tückische Brandung und den häufig auftretenden Nebel, was die Gewässer für die Schiffsfahrt extrem gefährlich macht. Hinzu kommt, dass das Landesinnere sehr trocken ist und es nichts zu essen gibt, weshalb viele Schiffsbrüchige hier bereits den Tod fanden. So, ich bin hier am ersten Schiffswrack von vielen, die hier die komplette Skeleton Coast entlang früher gestrandet sind und kaputt gegangen sind. Die sind seither liegen geblieben. Ich meine, hier mitten im Nirgendwo, da hat keiner Bock, das irgendwie wegzuräumen. Und das ist jetzt halt so ein bisschen Touristenattraktion geworden. Das ist das erste Schiffswrack hier im Skeleton Coast Park. Sieht schon ziemlich krass aus. Auch wenn die Wellen zum Surfen wirklich vielversprechend aussehen, entscheide ich mich letztlich dagegen, was bestimmt gar nicht so dumm war. So, jetzt ist genau das passiert, wo ich echt lange davon auch verschont geblieben bin. Ich habe einen platten Reifen. Zum Glück hat es den nicht komplett zerrissen. Also mal schauen, wo ein Loch drin ist. Also die wurden die letzten Tage schon sehr in Mitleidenschaft gezogen. Ja, jetzt wird spannend, wie ich den wechsle. Jetzt kann ich mal den Highlift-Check da vorne nochmal ausprobieren, den ich ja beim ersten Mal gar nicht verstanden habe, wie der funktioniert. Aber in der Zwischenzeit habe ich mir ein Video angeschaut und habe die Anleitung runtergeladen, also es soll schon irgendwie machbar sein. Erledigt. Boah, ich sag's euch, das macht so Spaß hier zu fahren. Ich bin jetzt hier in der Kowarib-Schlucht und die Straßen sind einfach unheimlich staubig. Ich habe noch nie sowas gesehen, wirklich. Das ist einfach
keine Ahnung, teilweise 15 cm einfach nur Staub. Also das sieht aus wie Sand, aber es ist Staub. Wenn du da drauf springst, ich meine, zieht euch meine Beine rein, schon ein paar Mal reingejumpt. Das ist crazy. Also hier, zieht's euch rein. Vielleicht nicht das Beste für meine Kamera, aber... Was ist das? Und da muss ich jetzt komplett durchfahren. Denn ich treffe mich jetzt nochmal mit Sarah und Alex, überraschenderweise. Die kommen jetzt von der anderen Seite, die sind über den Etosha Park hier direkt rüber gefahren und kommen jetzt von der anderen Schluchtseite rein. Und die haben, glaube ich, meine Nachricht nicht mehr erhalten, dass ich jetzt auch noch reinkomme und die überrasche. Und bin gespannt, ob ich sie überhaupt treffe. Die wollten hier irgendwo wild campen. Die habe ich ja in Botswana kennengelernt, ein deutsches Pärchen, die auch mit einem Allrad unterwegs sind und insgesamt 1,5 Jahre reisen. Und habe mich voll gut mit denen verstanden, deswegen dachte ich fahre jetzt denen entgegen. Alright, bye bye! Und dann fahren wir uns doch tatsächlich direkt entgegen. Überglücklich, dass es selbst ohne wirkliche Absprache geklappt hat, fahren wir gemeinsam weiter. Erst wird gechillt und uns gegenseitig Geschichten von unterwegs erzählt, bevor wir auf die glorreiche Idee kommen, für den Schlafplatz nochmal umzuparken. Es kommt, was kommen muss. Wir stecken fest. Das hier vorne versuchen. Und schaufel ich hinten ein bisschen frei. Die lacht halt. Aber am Anfang warst du ja gar nicht so weit drin. Na, ich bin einen halben Meter zurück, wollte vorne, auf einmal hinten, bumm. So als Motivation, ihr habt euch danach ein Bier verdient. Ah, warte. Ja, jetzt bist du oben. Nein, stopp. Gräbst dich wieder ein. Erst steckt nur Alex fest und nach mehrmaligen mühsamen Ausschaufeln und einen halben Meter vorwärts kommen, bin ich einfach zu ungeduldig und möchte ihn mit der Winde rausziehen. Doch dafür muss ich selbst auch ein bisschen in den tieferen Sand fahren. Hast du die Handbremse noch drinnen? Das sieht gar nicht krass aus eigentlich. Soll ich auch mal anschießen? Gesagt, getan, schnell gehandelt, aber nicht groß nachgedacht, stecken wir auch schon beide fest. Ob und wie wir uns aus dem Sand selbst befreien können, seht ihr im nächsten Video.